Herzlich willkommen bei AAS24, eurem Online-Shop für alles rund um den Sound im Auto. Heute geht's an alle Fiat, Ducato, Citroën, Jumper und Renault Boxer-Fahrer. Wir haben eine kleine Videoserie gestartet. Da handelt es sich jetzt in diesem Video um den Austausch und Neueinrichtung der Frontlautsprecher im Plug-and-Play-Verfahren. Und wir haben natürlich dann auch noch ein Video über das Austauschen eines richtig coolen Multimedia-Gerätes und dann noch eins, die Ergänzung mit der Rückfahrkamera. Los geht's mit den Lautsprechern, die bauen wir jetzt zusammen ein. Dann geht es jetzt direkt los mit dem Einbau unseres Frontlautsprechersystems, das Option 165 Ducato, welches wir für euch bereits komplett konfiguriert haben, damit ihr das in den Ducato mit Plug-and-Play einbauen könnt. Das sind unsere 16 cm Tieftöner mit entsprechendem Vorbau für den Ducato und dem entsprechenden Anschlussstecker für den Ducato. Dabei sind auch neue Hochtöner, sehr hochwertige, wo die Frequenzweiche und der entsprechende Anschlussstecker alles schon integriert ist. Ebenfalls alten rausmachen, neuen reinmachen, fertig. Das Set beinhaltet auch zusätzlich noch eine Dämmmatte von Option, damit ihr das ordentlich dämmen könnt, damit der Tieftöner optimal spielt. Und wer noch Lust hat und sagt, hey, ich habe gar keine Torx-Schraubenzieher oder irgendwie sowas, der kann sich natürlich das Torx-Set mit dazu kaufen. Und wer sagt, da du, so geile Auswurfhebel, das kann ich auch immer brauchen, um Lautsprecher oder Türverkleidung wegzumachen, kann das natürlich auch mitbestellen. Alle Sachen, die wir hier haben und auch im Video verwenden, machen wir euch immer im Videobeschreibungstext die entsprechenden Links dazu. Fangen wir mit der Türe an und dazu müssen wir nur das Kunststoffgitter hier entfernen. So, das ist geklippt und da verbirgt sich natürlich unser alter Lautsprecher, den wir mit einem Torx rausdrehen. Vielleicht gibt es auch andere Fahrzeuge, die hier keinen Torx, sondern einen Kreuzschlitz haben. So, da haben wir ihn. Abstecken und erstmal raus damit. In unserem Lautsprecherset haben wir ja extra diese Dämmmatten für euch mit dabei. Das heißt, wir können jetzt hier das Außenblech erstmal dämmen. Da können wir eine schöne große Matte mal abschneiden und ganz hinten einführen und festkleben. So, wo man überall richtig schön hinkommt. Fest andrücken. Das macht die Türe dumpf und für den Sound ist das viel besser. Zwei weitere Flächen habe ich mir zurechtgeschnitten, damit wir dieses Blech von innen noch dämmen können. So, von innen schön ans Blech drücken. Und weil es so schön ist, die zweite Matte einfach direkt oben drauf, damit die Fläche noch dicker wird. Wir können das ganze Material, was uns zur Verfügung steht, auch noch anbringen und zwar auch rings um den Lautsprecher drumherum, damit auch da, wo der Schall entsteht und die Schwingung am größten ist, also direkt am Lautsprecher, das Gewicht nochmal erhöhen. Das tut dem Sound richtig gut. Wir können auch direkt eine zweite Lage mit aufbringen, das tut dem Ganzen hier keinen Abbruch. Wählt den Lautsprecher aus, je nach Seite, die sind nämlich seitenverkehrt, weil der Anschluss muss oben links im Eck sein, damit das Kabel dort verstaut werden kann. Jetzt brauchen wir es nur noch zusammenstecken und wieder verschrauben. Das war's. Das gleiche machen wir natürlich auf der rechten Seite. Hier bin ich auch schon ziemlich weit. Das geht ja auch alles in einer wirklichen Schnelligkeit, um das mal in Minuten auszudrücken. Ich würde sagen, pro Türe Tieftöner maximal 10 Minuten, dann ist das Thema erledigt. Und so können wir natürlich jetzt die andere Seite auch schnell machen. Kommen wir zu den Hochtönern in den A-Säulen. Wer eine Remi-Front drin hat, also so eine Jalousie zum Zumachen, der muss jetzt nochmal 2 Schrauben aufmachen, um das Ganze hier ein bisschen flexibler zu machen. Und als nächstes kommt dann direkt der Gummi hier, den können wir an der Seite ein bisschen wegnehmen. Und ihr seht schon, jetzt können wir da unten reinlangen, um das Ganze ein bisschen zu lösen. Aber wie gesagt, jetzt erstmal die 2 Schrauben weg. In dem Fall, und wer sowas nicht hat, da geht es noch einfacher.
Wir müssen die Remi-Front also jetzt nicht komplett rausbauen, sondern wir können es tatsächlich bei dem belassen, jetzt hier hinten das zu entriegeln und die A-Säulenverkleidung ein bisschen nach vorne ziehen. Dann kommen wir da schnell hin. So, genau. So. Und jetzt haben wir schon alles, was wir brauchen, und hier ist unser Hochtöner. Hier können wir jetzt den Hochtöner rausschrauben. Und abstecken, das war's. Der alte Hochtöner, der ist nur geklippt, den kann man direkt hier mit den Krallen wegnehmen. Und genau so machen wir unseren Hochtöner wieder mit rein. Der wird nur hier angeklippt in diese Rille. So, das war's. Und damit ist der neue Hochtöner drin. Und der hat wirklich geilen Sound. Hier wieder anstecken. Und wieder reinschrauben. So rum. Kabel nach unten rein verstauen. Und das Ganze wieder auf die Führung drauf packen. Und wieder rein klippen. Oben wie unten. Klick, klick. Das war's. Alles wieder zusammenbauen. So, dann kommen wir ja auch jetzt schon zum Hörcheck. Wir haben jetzt extra schon ein anderes Mikrofon, damit ihr daheim keine so Verzerrungen drauf habt, sondern ganz normal und cool mithören könnt. Und wir haben jetzt hier GEMA-freie Musik und wir haben jetzt auch hier noch das Kenwood-Radio drin, weil das große Alpine, das bauen wir ja jetzt erst in dem anderen Teil noch mit ein. Deswegen hier ein DIN Kenwood, so wie es wahrscheinlich bei vielen Wohnmobilen der Fall ist. Vielleicht ist auch mal ein Ducato-Gerät drin oder irgendein anderes Gerät. Fakt ist, wir haben hier das Kenwood-Gerät drin und das tauschen wir ja nachher noch aus. Und jetzt machen wir mal einen Hörcheck, einen Soundcheck. Ich habe das Fahrzeug vorher auch schon mal gehört mit den Originallautsprechern, werde dann nur kurz meinen Senf dazu abgeben, dass ich euch erkläre, wo die Vorzüge genau liegen in dem Lautsprechersystem. Aber fangen wir halt mal an. So, kurzes Fazit. Ach genau, ich muss ja das Mikrofon hier hinhalten. Wir haben ein Frontsystem jetzt drin, wo die Stimmen viel besser, also der ganze Sound löst sich viel besser von den eigentlichen Lautsprechern weg. Das heißt, hier ist jetzt meine Musik tatsächlich zwischen den beiden Lautsprechern und vorher war es halt so, das ist natürlich durch die Qualität der Lautsprecher entscheidend, klebt das alles so ein bisschen für mich als Fahrer auf der linken Seite, das war alles ziemlich, man hat deutlich gehört, dass die Lautsprecher hier links eingebaut sind und die rechts weiter weg sind. Für den Beifahrer klingt es natürlich genau umgekehrt, da klebt alles auf der rechten Seite und jetzt haben wir das alles hier so schön vor einem und man macht sich keinen Gedanken mehr, wo die Musik herkommt. Zum anderen haben wir natürlich auch jetzt brillantere Höhen, wo man einfach ein Klirren und solche Sachen viel besser wahrnimmt und das Ganze noch besser aufgelöst wird. Und gerade im Bassbereich, jetzt auch noch durch die Türdämmung, haben wir im Punch-Bass und im tieferen Bassbereich auch viel mehr Volumen da. Also es macht insgesamt ein viel geileres Klangbild aus. Meiner Meinung nach sind 95 bis 99% aller Ducato-Fahrer super zufrieden mit dem Soundsystem, wie wir es jetzt gerade eingebaut haben. Wer sagt, ich möchte es trotzdem noch ergänzen, ich möchte noch mehr Bass haben, dem würde ich jetzt zum Beispiel den US 8 von Gladen empfehlen. Link ist unten im Videobeschreibungstext. Der wäre nämlich in der Lage, das Ganze hier so einzubauen, direkt unter diesen
Halter hier, unter diesen Getränkehalter, könnte man den reinmontieren, dass der eigentlich gar nicht im Weg umgeht. Der ist da unten halt drin. Man muss allerdings sich auch im Klaren sein, dass da unten ist eine Batterieklappe, die man entfernen muss. Und das ist ein bisschen tricky, dann das rauszumachen. Also es ist nicht ganz so einfach. Aber wer sagt, nee, Bass ist voll geil, der kommt da unten rein. Mega. Da haben wir natürlich auch entsprechende Videos bereits für euch schon gemacht, wo man sieht, wie baut man so einen Subwoofer ein. Stromversorgung dran, Cinch-Kabel bis zum Radio legen, Ende. Ist also wirklich nicht so viel Arbeit, aber das wäre nur so ein ergänzender Tipp für euch. Als weitere Ergänzung kann ich euch empfehlen, die Pico 2 Kit. Das ist ein Verstärker mit 2x80 Watt RMS, der extrem einfach anzuschließen ist und so klein ist, dass der auch hinter das Handschuhfach, hinter das Radio sogar mit montiert werden kann und natürlich viel mehr Leistung drauf bringt auf die Lautsprecher. Das ergänzt natürlich den Hörgenuss. Darüber haben wir auch bereits ein Video gemacht für den Fiat Ducato. Könnt ihr mal reingucken. Ich mache euch hier eine Infokarte mit rein, wo ihr direkt auf das Video klicken könnt, um euch mal einen schnellen Eindruck zu verschaffen. Hilfreich für alle anderen, die dieses Video anschauen, ist es natürlich immer die Leute, die schon mal so ein Optionslautsprechersystem bei sich eingebaut haben. Egal, ob das ein Ducato oder ein anderes Fahrzeug war. Schreibt doch unten mal in die Kommentare rein, wie zufrieden ihr damit seid, ob die Anschaffung sich lohnt und wie die Einbauhilfen so sind. Also ist es wirklich so einfach einzubauen? Ja oder nein? Ey, darüber freuen wir uns. Also dann freue ich mich auf das nächste Video vom Fiat Ducato, wenn wir jetzt hier das Autoradio austauschen und dann auch noch die Kamera mit ergänzen. Bis zum nächsten Mal, euer Olli.